Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Tom, es tut mir wirklich leid, von deinem Verlust zu hören. Hallo Lilly, danke. Es war eine schwere Zeit für mich und meine Familie. Ich kann mir nur vorstellen, wie hart das für dich sein muss. Jemanden zu verlieren, den man liebt, ist nie leicht. Nein, das ist es nicht. Meine Großmutter ist letzte Woche verstorben. Sie war mir sehr wichtig. Es tut mir leid, Tom. Deine Großmutter klingt nach einer wunderbaren Person. Das war sie. Wir waren sehr eng miteinander verbunden. Ich fühle mich traurig und ein bisschen verloren ohne sie. Es ist ganz natürlich, sich so zu fühlen. Es ist wichtig, dir Zeit zum Trauern zu geben. Danke, Lilly. Ich schätze deine freundlichen Worte. Ich wollte dir mein Beileid aussprechen. Wenn du jemanden zum Reden oder einfach nur zum Sitzen brauchst, ich bin für dich da. Das bedeutet mir viel. Manchmal fühle ich mich in meiner Traurigkeit sehr allein. Du bist nicht allein. Viele Menschen kümmern sich um dich und deine Familie. Hast du schon die Gelegenheit gehabt, mit deiner Familie über deine Gefühle zu sprechen? Ja, das habe ich. Wir haben Erinnerungen geteilt und uns gegenseitig unterstützt. Das hilft ein wenig. Das ist gut. Denk daran, es ist in Ordnung zu weinen und Schmerz zu empfinden. Es gehört dazu, jemanden zu lieben. Das weiß ich. Ich habe alte Fotos von meiner Großmutter angesehen und das macht mich sowohl glücklich als auch traurig. Fotos anzuschauen ist eine schöne Möglichkeit, sich an die guten Zeiten zu erinnern. Deine Großmutter muss einen großen Einfluss auf dein Leben gehabt haben. Das hatte sie. Sie hat mir so viele Dinge beigebracht und hat mich immer geliebt. Es ist klar, dass sie immer ein Teil von dir sein wird, auch wenn sie nicht mehr da ist. Ja, das glaube ich. Ich möchte ihr Andenken bewahren, indem ich über sie spreche und Geschichten teile. Das ist eine wunderschöne Idee. Du kannst sie ehren, indem du dein Leben so lebst, dass sie stolz auf dich wäre. Das hoffe ich. Ich habe auch darüber nachgedacht, ihr einen Brief zu schreiben und ihr zu sagen, wie sehr ich sie geliebt habe. Einen Brief zu schreiben ist eine wunderbare Möglichkeit, deine Gefühle auszudrücken. Es kann dir helfen, deinen Schmerz zu verarbeiten. Das werde ich wohl tun. Danke, dass du das vorgeschlagen hast. Gern geschehen. Wenn du jemals eine Erinnerung teilen oder über deine Großmutter sprechen möchtest, ich bin hier. Ich schätze das, Lilly. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute nicht wissen, was sie sagen sollen, und das macht mich noch einsamer. Ich verstehe. Es kann für andere schwer sein, zu wissen, wie sie auf einen Verlust reagieren sollen. Aber ich möchte, dass du weißt, dass es in Ordnung ist, über deinen Schmerz zu sprechen. Ja, das sehe ich auch so. Ich wünschte, mehr Menschen würden mich nach meiner Großmutter fragen, anstatt das Thema zu vermeiden. Darüber zu sprechen kann heilend sein. Es hält ihr Andenken lebendig und erlaubt dir, deine Emotionen zu fühlen. Ich werde versuchen, mehr über sie zu sprechen. Ich möchte, dass ihr Vermächtnis weiterlebt. Das ist ein schöner Gedanke. Deine Großmutter wäre stolz auf dich, dass du sie mit Liebe erinnerst. Danke, Lilly. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Ich bin immer für dich da, Tom, wenn du irgendetwas brauchst, jemanden zum Zuhören oder Hilfe bei alltäglichen Aufgaben. Lass es mich wissen. Das werde ich, danke. Ich habe Schwierigkeiten mit einfachen Dingen wie Kochen und Putzen. Ich fühle mich so müde. Es ist normal, sich überwältigt zu fühlen, wenn man trauert. Zögere nicht, um Hilfe zu bitten. Vielleicht nehme ich dein Angebot an.
Manchmal möchte ich einfach nur sitzen und reden, aber ich brauche auch Hilfe bei den täglichen Aufgaben. Ich kann vorbeikommen und dir beim Kochen helfen oder einfach nur Gesellschaft leisten. Du musst da nicht alleine durch. Das wäre sehr nett von dir. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Nebel, und kleine Aufgaben scheinen zu schwer. Ich verstehe. Trauer kann alles schwer erscheinen lassen. Nimm die Dinge einen Tag nach dem anderen. Ich werde versuchen, daran zu denken. Ich lerne sanft zu mir selbst zu sein. Das ist sehr wichtig. Erlaube dir, traurig zu sein und in deinem eigenen Tempo zu heilen. Danke, dass du mich daran erinnerst. Manchmal muss ich das hören. Ich bin hier, um dich zu unterstützen. Wenn du über deine Großmutter sprechen möchtest, würde ich gerne einige Geschichten hören. Sicher. Meine Großmutter liebte es, im Garten zu arbeiten. Sie hatte die schönsten Blumen in ihrem Garten. Das klingt schön. Welche Art von Blumen hat sie angebaut? Sie hat Rosen, Gänseblümchen und Sonnenblumen angebaut. Sie sagte immer, dass Blumen Freude ins Leben bringen. Das glaube ich auch. Deine Großmutter klingt nach einer sehr positiven Person. Das war sie. Sie liebte es auch zu backen. Ich erinnere mich an den Geruch von frischem Brot und Keksen in ihrer Küche. Diese Erinnerungen sind so warm und besonders. Es ist schön, sich an die glücklichen Zeiten zu erinnern. Ja, ich fühle mich ein wenig besser, wenn ich an ihr Lächeln und ihr Lachen denke. Das ist die Kraft der Erinnerungen. Sie halten unsere Lieben in unseren Herzen lebendig. Ich werde diese Erinnerungen für immer bewahren. Ich möchte eines Tages meinen Kindern von ihr erzählen. Das ist eine wunderbare Idee, Geschichten mit der nächsten Generation zu teilen. Hält ihren Geist lebendig. Ich hoffe, dass ich so freundlich und liebevoll sein kann wie sie. Sie war mein Vorbild. Ich bin mir sicher, dass du das sein wirst. Du hast so viel von ihr gelernt und du trägst ihre Liebe in dir. Danke, Lilly. Ich fühle mich dankbar, so eine Freundin wie dich zu haben, die zuhört und sich kümmert. Es ist mir eine Freude, Tom. Ich bin heute und immer für dich da. Wenn du möchtest, können wir eine kleine Gedenkfeier zu ihren Ehren planen. Vielleicht einige Familienmitglieder und Freunde einladen, um Erinnerungen zu teilen. Das ist eine schöne Idee. Ich möchte ihr Leben feiern, nicht nur ihren Tod betrauern. Eine Lebensfeier kann sehr heilend sein. Es ist eine Möglichkeit, sich an die Freude zu erinnern, die sie so vielen Menschen gebracht hat. Ich werde darüber nachdenken. Ich möchte sicherstellen, dass es eine positive Veranstaltung wird. Was auch immer du entscheidest, ich werde dich unterstützen. Du kannst immer auf mich zählen. Danke, Lilly. Deine Freundlichkeit macht diese schwere Zeit etwas leichter. Ich freue mich, helfen zu können. Denk daran, es ist in Ordnung, traurig zu sein, aber es ist auch in Ordnung zu lächeln, wenn du an glückliche Erinnerungen denkst. Ja, ich lerne, dass es eine Mischung aus Emotionen ist. Manche Tage sind schwieriger als andere. Das ist normal. Trauer ist kein gerader Weg. Sie hat Höhen und Tiefen. Ich werde versuchen, geduldig mit mir selbst zu sein. Ich weiß, dass Heilung Zeit braucht. Absolut. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Ich bin für dich da, egal wie lange es dauert. Danke, Lilly. Ich fühle mich glücklich, dich als Freundin zu haben. Ich fühle mich auch glücklich, deine Freundin zu sein, Tom. Lass uns weiter reden und Erinnerungen teilen. Das hilft uns beiden. Ich stimme zu. Ich möchte das Andenken meiner Großmutter lebendig halten. Ich werde meinen Kindern von ihrem Garten, ihrem Backen und ihrer Liebe erzählen.
Das ist ein schönes Vermächtnis. Deine Großmutter wird immer ein Teil von dir und deiner Familie sein. Ja, das wird sie. Ich verspreche, sie mit Liebe und Dankbarkeit zu erinnern. Ich bin mir sicher, dass du das tun wirst. Und wann immer du reden musst, bin ich nur einen Anruf entfernt. Danke, Lilly. Ich werde daran denken. Ich fühle mich besser, nur weil ich mit dir gesprochen habe. Es freut mich zu hören. Über unsere Gefühle und Erinnerungen zu sprechen, ist sehr wichtig. Das ist es wirklich. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass die Leute vergessen werden, wenn ich aufhöre, über sie zu reden. Die Menschen mögen weiterziehen, aber deine Erinnerungen werden immer bei dir bleiben. Sie zu teilen hält ihren Geist lebendig. Ja, ich möchte ihre Geschichten teilen und meinen Kindern von ihrer Freundlichkeit erzählen. Das ist ein wunderbares Ziel. Du hältst ihr Vermächtnis lebendig, indem du das tust. Ich hoffe es. Ich möchte sie in jeder Hinsicht ehren, die ich kann. Und das wirst du. Nimm es einfach einen Tag nach dem anderen. Trauern ist ein Prozess, und es ist in Ordnung, sich Zeit zu nehmen. Danke für deine Unterstützung, Lilly. Ich fühle mich weniger allein, wenn ich mit dir spreche. Du bist niemals allein, Tom. Ich bin immer hier, um zuzuhören und zu helfen. Lass uns einen Plan machen, um uns bald wieder zu treffen. Vielleicht können wir spazieren gehen oder eine Tasse Tee trinken. Das würde mir sehr gefallen. Es hilft, mit einer Freundin zusammen zu sein, die versteht. Ich stimme zu. Zeit miteinander zu verbringen, macht die schweren Tage ein wenig heller. Ich werde dich nächste Woche anrufen, um einen Termin zu vereinbaren. Danke noch einmal für deine Freundlichkeit. Gern geschehen, Tom. Ich bin heute und immer für dich da. Bitte denke daran, dass es in Ordnung ist, traurig zu sein, aber es ist auch in Ordnung zu lächeln, wenn du an glückliche Erinnerungen denkst. Ja, das lerne ich. Ich möchte das Leben meiner Großmutter feiern und nicht nur ihren Tod betrauern. Das ist eine schöne Art, sie zu ehren. Eine Lebensfeier kann dir und deiner Familie Trost bringen. Ich werde in Erwägung ziehen, eine kleine Gedenkfeier zu planen. Ich möchte Geschichten teilen und mich an die Freude erinnern, die sie so vielen Menschen gebracht hat. Ich bin mir sicher, dass es eine wunderbare Veranstaltung wird. Du kannst auf mich zählen, wenn du Hilfe beim Planen brauchst. Danke, Lilly. Deine Unterstützung bedeutet mir so viel. Ich fühle mich dankbar, so eine Freundin wie dich in dieser schweren Zeit zu haben. Ich freue mich, für dich da zu sein, Tom. Denk daran, du bist nicht allein. Viele Menschen kümmern sich um dich und deine Familie. Das weiß ich und es hilft. Ich werde weiter über meine Großmutter reden und ihre Geschichten teilen. Es lässt mich näher bei ihr fühlen. Das ist sehr wichtig. Ihr Andenken lebendig zu halten, ist eine Möglichkeit, ihren Geist bei dir zu haben. Ja, ich verspreche, sie mit Liebe und Dankbarkeit zu erinnern. Danke, dass du zuhörst und so freundlich bist. Es ist mir eine Freude, Tom. Ich bin immer hier, um dich zu unterstützen. Wenn du jemals mehr reden oder Hilfe bei irgendetwas brauchst, zögere nicht zu fragen. Das werde ich, danke. Ich fühle mich besser, nur weil ich mit dir gesprochen habe. Lass uns bald wieder treffen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich auch, Tom. Ich bin heute und immer für dich da. Pass auf dich auf und denk daran, dass es in Ordnung ist, zu trauern. Heilung braucht Zeit und du gibst dein Bestes. Danke, Lilly. Deine Worte bedeuten mir viel. Ich werde dich nächste Woche anrufen, um einen Termin zu vereinbaren. Ich freue mich darauf. Pass auf dich auf, Tom. Ich sende dir meine wärmsten Gedanken. Danke, Lilly.
Ich schätze deine Freundlichkeit. Bis bald. Bis bald. Tom, pass auf dich auf. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Gesprächsrunden auf Deutsch verpasst. Bis zum nächsten Video.